Hi, ich habe mir die Vevoa Tischkreissäge vor etwa 7 Monaten gekauft und sie seitdem sehr intensiv genutzt. Würde ich sie mir rückblickend nochmal kaufen? Da gibt es glasklar zwei Antworten. Willkommen bei Toolsinnig. Eine Tischkreissäge war für mich als Ersatz für eine uralte Baukreissäge und als Ergänzung einer Kappsäge und einer Handkreissäge mit Führungsschienen interessant. Allerdings waren mir gewisse Eigenschaften wichtig, fast schon notwendig, damit das Werkzeug wirklich eine Bereicherung für meinen Werkzeugpark ist und eben nicht nur noch ein Tool. Mit nicht mal 8 Quadratmetern Werkstattgröße ist Kompaktheit für mich ein Riesenthema. Die Abmessungen von rund 67 Zentimeter Breite, 62 Zentimeter Tiefe und eine Höhe von ca. 36 Zentimeter mit einem Gewicht von unter 20 Kilo haben mir da schon mal sehr gut gefallen. Die Motorleistung und eine möglichst große Schnitttiefe oder Höhe war mir auch wichtig, da ich doch immer wieder einiges mit dickeren Rahmenhölzern mache. Da sollte eine Auftrennung kein Problem darstellen. Ein zuverlässiger Parallelanschlag war etwas, das ich bei meiner alten Baukreissäge schwer vermisst habe und nun auf jeden Fall haben wollte. Auch das Blatt ließ sich bei meiner alten nicht neigen, das haben aber wohl alle moderneren Tischkreissägen. So oder so, es war mir wichtig. Letztendlich wollte ich jetzt aber auch keine 500 € für eine Tischkreissäge ausgeben, da ich nicht ganz genau wusste, ob sie mir wirklich so viel Mehrwert zu meinen Werkzeugen im Bestand bringt. Mit einem Preis im Rahmen einer Angebotsaktion von 172 € ist die Ausstattung schon ziemlich erstaunlich. Billigschrott wollte ich aber natürlich auch nicht kaufen. Daher habe ich mich nicht nur über die Maschine selbst gründlich informiert, sondern wollte auch wissen, wer Vevoa ist und wie sie arbeiten. Das ist aber ein Thema für ein eigenes Video geworden. Ich bin da auf einige sehr interessante Punkte gestoßen. Mit einem Abo wirst du dieses Video und alle weiteren Toolsinnig-Projekte natürlich nicht verpassen. Jetzt aber zurück zur Maschine, meinen Erfahrungen in der Praxis, einigen Schwächen und wie man mit diesen Schwächen umgehen kann. Die erhoffte Kompaktheit aus den technischen Daten hat sich voll und ganz bestätigt. Das Gerät ist leicht und einfach zu verstauen, wenn man sie nicht benötigt. Zudem habe ich mir etwas einfallen lassen, das mir ermöglicht, nicht nur die Tischkreissäge, sondern auch noch die Kappsäge sehr funktionell, auf kleinem Raum ausgewachsen nutzen zu können. Das Video zum Bau der Sägestation verlinke ich dir jetzt oben rechts und auch in der Videobeschreibung. Vielleicht inspiriert dich das ja zu einer Lösung, die für dich genauso gut funktioniert wie für mich. Die angegebene Schnitttiefe passt. Auf den letzten Millimetern des voll ausgefahrenen Sägeblatts kippt der ganze Mechanismus ein wenig und kann so Ungenauigkeiten erzeugen, die sich dann auch ganz besonders auswirken. Ich wollte damit aber 78 Millimeter Balken auftrennen können und das funktioniert auch völlig anstandslos im rechten Winkel. Also auch wenn man über 85 Millimeter Schnitthöhe oder Tiefe kommen könnte, würde ich da auf jeden Fall abraten, die volle Höhe auszunutzen. Der Motor macht bei diesen relativ dicken Fichtenbalken überhaupt kein Gewinsel und ist bisher nie in die Knie gegangen. Er verfügt aber nicht über einen Softstart. Ich habe mir da direkt mit dem Kauf der Tischkreissäge ein Modul mitbestellt, bisher aber noch gar nicht eingebaut. Es stört mich einfach nicht so sehr, wie ich zuerst dachte. Bei meiner Kappsäge habe ich das Softstart-Modul sehr schnell nachgerüstet, weil es durch den Startdruck oft das Werkstück verschoben hat. Das mitgelieferte Sägeblatt schneidet sauber, ist aber durch seine Standardgröße mit 254 Millimetern leicht gegen andere Blätter verschiedenster Hersteller zu tauschen. Der Parallelanschlag ist vorne und hinten per Zahnschiene geführt, macht einen stabilen Eindruck und lässt sich nach meinem Empfinden angenehm einstellen und stabil arretieren. Das ist wohl auch einer der Hauptgründe, warum die Maschine gerne als Klon des bekannten gelb-schwarzen Gerätes betitelt wird. Wie ich die Macke in den Parallelanschlag bekommen habe, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, aber die Maschine kann da auf jeden Fall nichts dafür. Das Blatt lässt sich um bis zu 45 Grad neigen, wobei das Einstellen der Neigung ein bisschen fummelig ist und ich lieber noch zweimal messe, bevor ich schneide. Die Winkelskala dafür nütze ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sie genau oder ungenau ist, aber da ich sowieso immer messe, ist sie mir schlichtweg egal. Also meine Wunscheigenschaften der Maschine sind absolut erfüllt und ich habe sie, seit ich sie habe, wirklich intensiv genutzt. Auch wenn ich eine Tischkreissäge nicht unbedingt als Must-Have sehe, ich möchte sie auf keinen Fall mehr missen. Ob es diese nochmal werden würde, erfährst du gleich noch. Als Zubehör kommt mit der Maschine ein Schiebestock, der sich nett am Gerät verstauen lässt. Ist völlig in Ordnung. Werkzeug zum Wechsel des Sägeblatts und für alle möglichen Feineinstellungen am Gerät ist ebenfalls mit dabei. Auch eine Sägeblattabdeckung ist im Lieferumfang enthalten. Ich muss aber sagen, dass sie mir immer mehr im Weg war, als mir das Gefühl zusätzlicher Sicherheit zu vermitteln. Daher nutze ich sie nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Was man da alles fein einstellen kann, hat mich ehrlich überrascht und ich begrüße das. Wirklich einstellen musste ich aber nicht.
Das Gerät war aus der Verpackung sofort einsatzbereit, aber gut zu wissen, dass man nachjustieren kann, falls nötig. Das Thema Schwächen. Es kam auch ein obligatorischer Seitenanschlag mit, wie bei vielen Geräten, der aber wirklich nur der Vollständigkeit halber dabei ist. Das Ding hat in meinen Augen relativ viel Spiel im Führungsschlitz, die Größe vermittelt auch nicht unbedingt das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle, aber auch hier kann man mit ein paar Handgriffen einiges verbessern, wenn man ihn denn einsetzen möchte oder muss. Ein Streifen dünnes Klebeband stabilisiert das Ganze etwas und für die Benutzung an sich kann man sich mit einem Trick behelfen, um trotz der auch eher obligatorischen Skala Schnitte in passenden Winkeln umsetzen zu können. Ich habe mir da mit Bleistift die Außenkante des Sägeblatts optisch markiert und kann so den passenden Winkel recht ordentlich einstellen. Wenn man das Werkstück nun noch gut an dem Seitenanschlag fixiert, lässt sich damit schon halbwegs arbeiten. Braucht man diese Art von Schnitten öfter, kann man sich auch einen besseren Seitenanschlag nachrüsten, da die Führungsschlitze dafür in den 19 mm Standardmaß gefertigt sind. Da passt also alles Mögliche aus dem Zubehörmarkt. Was allerdings kompletter Kernschrott ist, ist das Inlay um das Sägeblatt herum. Es gibt zwar 4 Nivellierschrauben, was aber immer noch 2 zu wenig sind, um wirklich Sinn zu machen. Außerdem hat sich das gesamte Plastikteil sehr schnell stark verzogen und ist wegen des großen Abstandes zum Sägeblatt ab einer gewissen Abschnittbreite einfach nicht zu gebrauchen. Das war mit Abstand die größte Enttäuschung an der Maschine, weshalb ich mir dafür bald ein Zero Clearance Inlay bauen werde. Die Absaugung ist halbwegs in Ordnung, aber es landet trotzdem noch einiges an Spänen unter der Maschine. Für mich ist das jetzt aufgrund meiner Sägestation nicht so dramatisch, da das umgedrehte Podest gewissermaßen als Auffangbehälter fungiert und dann muss man das halt ab und zu mal aussaugen oder kehren. Auf der Oberseite merkt man schon, ob man mit oder ohne Absaugung sägt. Also würde ich sie mir nochmal kaufen? Unter den Voraussetzungen, die ich eingangs angesprochen habe, wie eine Erstanschaffung einer Säge in der Bauart mit den Eigenschaften, die ich wollte, auf jeden Fall ganz klar ja. Natürlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass sie ohne Schwächen daherkommt. Aber für den Preis, die Features und um herauszufinden, ob eine Tischkreissäge eine Bereicherung für meine Mini-Werkstatt ist, kann ich selbst mit strengem Blick nicht meckern. Sollte da jetzt aber morgen der Zug drüber fahren, was zugegeben ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist und die Maschine wäre kaputt, würde ich als Ersatz vielleicht doch etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Neben den wichtigsten Eigenschaften würde ich wahrscheinlich noch auf ein paar Dinge achten, die eher in den Bereich Bedienungskomfort gehen, da ich die Tischkreissäge mittlerweile wirklich sehr, sehr oft einsetze. Allerdings habe ich keinen Schimmer, welche es dann werden könnte. Robin von der Holzkeiler hat ja seine Bosch auch schon mal unter ähnlichen Aspekten vorgestellt. Sein Video verlinke ich dir in der Videobeschreibung, falls du auch diese Maschine mal ehrlich und neutral beleuchtet haben möchtest. Wenn du mehr zu meiner Sicht auf Werkzeuge sehen möchtest, findest du hier meine Tooltalk-Playlist. Und das Video zum Bau meiner mobilen Kapp- und Tischkreissägestation verlinke ich dir auch. Oder sieh dich einfach ein bisschen auf meinem Kanal um und entscheide, ob du künftig per Abo und Glocke über neue Videos informiert werden möchtest. Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.